Hallo, schön, dass ihr dabei seid. In den Kommentaren habe ich die Frage gelesen, wie soll ich mein Objekt platzieren? Ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie ich daran gehe. In Lightburn habe ich mir als erstes ein Raster mit einer Zentimeter-Einteilung erstellt. Ich habe mir ein Rechteck aufgezogen, den Füllmodus der Ebene auf Linie gesetzt und es auf die gesamte Größe 400 mm x 400 mm angepasst. Das Quadrat habe ich mit der Ausrichtung links unten mit den Koordinaten auf 0, 0 gestellt. Nun habe ich eine vertikale Linie gezogen, Ausrichtung unten, Höhe 400, die Koordinaten dazu x 10 mm, y 0 mm. Die Linie vervielfältigen, dafür den x-Abstand auf 10 mm, in x-Richtung 39 Spalten. Für die horizontale Linie wiederhole ich den Vorgang. Breite der Linie 400 mm, Ausrichtung der Linie links und die Koordinaten auf x 0 und y 10 mm. Vervielfältigen mit 10 mm y-Abstand und 39 Reihen in die y-Richtung. Mit einer neuen Farbe erstelle ich nun die Millimetereinteilung. Ich setze die erste Einteilung bei 1 mm, Länge 5 mm, Ausrichtung unten, Koordinaten x 1 mm, y 0. Vervielfältigen mit 1 mm, x-Abstand und 9 Spalten in die x-Richtung. Der 5 mm Kennzeichnung gebe ich jetzt eine Höhe von 8 mm. Ich gruppiere die Striche und vervielfältige sie in die x-Achse. Den x-Abstand auf 2 mm. X-Spalten sind es diesmal 40. Da ich die Polsterung zwischen den Kanten aktiv habe, beziehen sich die 2 mm auf den Wert zwischen den zu erzeugenden Liniengruppen. Über die Millimetereinteilung möchte ich nun noch die Zahlen setzen. Mit dem Textwerkzeug setze ich die erste Zahl, gebe ihr eine neue Farbe, setze die passende Ebene auf Füllen und passe die Größe ein wenig an. Die Ausrichtung des Textes setze ich auf Mitte, x 0, y 10 mm. Vervielfältige sie nun mit Abstand von Mitte zu Mitte, x-Abstand 10 und 41 Spalten in die x-Richtung. Jetzt ändere ich mir die neuen Texte von 0 auf 40 ab. Irgendwie sind mir die Zahlen ein wenig zu groß und ich möchte sie noch ein wenig anpassen. Ich deaktiviere die Anzeige der anderen Ebenen und markiere schnell mal die gesamten Zahlen. Über die Höhe für die Schrift verringere ich den Wert auf 4,45. Den Text kann ich nun bei wiederaktiviertem Anzeigen der Ebenen verschieben. Erneut deaktiviere ich die Anzeige für die Ebene mit den Rasterlinien für die Zentimetereinteilung. Verschiebe noch schnell die 0 ein wenig nach innen, da sie mir bei der exakten Positionierung hinderlich wäre. Ich markiere mir die Millimetereinteilung zusammen mit den Texten und multipliziere sie mir und drehe sie um 90 Grad. Da ich die 0 eben verschoben habe, kann ich das Kopierte jetzt mit einer gewählten Ausrichtung oben links exakt positionieren. x 0, y 399 mm. Den Text möchte ich noch drehen. Dafür aktiviere ich wieder die Anzeige der Ebenen außer der Textebene. Markiere sie und füge die unten überlagernden Zahlen mit gedrückter Steuerung-Taste hinzu und drehe das Ganze um 180 Grad. Da ich die 0 verschoben habe, muss ich das Ganze noch etwas ausrichten. Zwei Nullen möchte ich hier nicht haben und lösche eine. Die beiden 40 schiebe ich innerhalb des Leserbereichs. Ich schiebe die 0 hier runter. Ich denke, da gefällt sie mir am besten. Alle 5 cm möchte ich die Linien etwas verstärkter brennen, damit sie ein wenig mehr auffallen. Dafür markiere ich mir alle 5 cm die dazugehörige Linie und gebe ihnen eine neue Farbe.
Wenn ich die Ebenen für die Zentimetereinteilung deaktiviere, kann ich nun sehen, ob ich alle Linien ausgewählt hatte. Ich möchte noch ein paar Kreise einzeichnen für runde Objekte. Ich setze sie auf Achse XY 200 mm und fange mit 100 mm Radius an. Dann 150 mm. Da ich die Größe für meinen Korkuntersetzer kenne, nehme ich noch die 180 mm und zuletzt die 200 mm Radius dazu. Jetzt noch zwei diagonale Linien. Ich erzeuge mal eine horizontale Linie. Ausrichtung links unten, Koordinaten x, y 10 mm. Jetzt drehe ich sie um -45 Grad und passe sie ein wenig in der Länge an. Kopieren, einfügen an Ort und Stelle, die Ausrichtung auf Mitte stellen und um 45 Grad drehen. Die Einstellung der Ebenen hängt natürlich jetzt vom Material ab, welches ihr nutzt. Ich habe mich dazu entschieden, die Millimetereinteilung und die Rasterlinien nicht so stark zu brennen, hingegen Kreise, Diagonalen und die 5 cm Einteilung etwas stärker. Ich schiebe den Laserkopf dafür nach ganz vorne links. Man sollte darauf achten, dass das steife Kabel den Schlitten nicht immer wieder zurückzieht, sonst kommt es zu Verschiebungen. Ich habe hier auf beschichteter Spanplatte gelasert. Das ist kein gutes Ausgangsmaterial für das Raster. Es stinkt fürchterlich und neben Absaugung habe ich hier noch mit Maske gesessen. Das Raster ist fertig. Schön ist es nicht geworden, ihr macht das sicherlich besser. Ich bin beim Film an den Laserkopf gestoßen, dadurch sind die Zahlen etwas versetzt. Fertige Raster zum Download gibt es im Internet zu kaufen, jedoch meistens nicht in Zentimeter, da sollte man gut aufpassen. Ich deaktiviere meine Ebenen fürs Raster in der Ausgabe, so dass ich sie noch sehen kann, aber sie nicht gelasert werden. Ich möchte ein Rechteck lasern, um die Genauigkeit meines Rasters zu prüfen. Es soll 1 cm von links liegen und unten bündig sein. Ich ziehe es bei 15 cm in Y-Richtung und 9 cm in die X-Richtung. Passe meine Ebenenparameter an. Ich finde, das Ergebnis ist recht ordentlich. Auch mein Kreis stellt mich zufrieden und mein Kork hat nun einen Platz. Einfacher ist es, bei wiederkehrenden Objekten sich eine Form zu erstellen. Ich zeige das hier nur für eine Form an einem einfachen Brett. Diese sollte natürlich einen festen Platz bekommen und an einem Anschlag positioniert werden. Ich nutze dafür mein magnetisches Lochblech. An meinem Kork sieht man immer schön meine vorherigen Fehlversuche vom freien Positionieren. Da wir gerade von Kork sprechen, Kork lässt sich auch sehr gut brennen, mit hoher Geschwindigkeit und wenig Leistung. Die Oberfläche ist weich und so lässt sie sich sehr schön gravieren. Ich mag es gerne kräftig. Durch einen guten Tipp aus den Kommentaren habe ich erfahren, dass man die Ebenen auch links im Schnitteinstellungseditor auswählen kann. Wenn ihr mehr Tipps habt, würde ich mich freuen.
Beim Einrichten des Lasers habe ich mich für den Nullpunkt links unten entschieden. Das sieht man an dem kleinen grünen Punkt hier. Möchte man ihn nachträglich ändern, findet man dies unter dem Menü Bearbeiten und dort Geräteeinstellungen. Hier findet man in den Grundeinstellungen die Ausrichtung. Stellt man das Starten von auf absolute Koordinaten, startet mein hübscher Laserkopf nun mittig von diesem Punkt aus. Über den Reiter Bewegung lassen sich jetzt exakte Koordinaten anfahren. XY-Werte eingeben und los. Verschiebt man den Laserkopf manuell und möchte dieser Position einen imaginären neuen Nullpunkt geben, kann man ihn über den Button Ausgangsposition einstellen. Dieses setzt nun den Maschinennullpunkt auf die aktuelle Position des Lasers. Beim nächsten Starten sollte man wieder den Schlitten auf seinen absoluten Nullpunkt zurückschieben und dann erst das Programm einschalten. Mit Hilfe der Einstellung Entfernung lässt sich der Laserkopf auch über die Pfeile positionieren. Ich habe hier mal einen Kreis aufgezogen. Wenn ich nun auf Herkunft des Benutzers gehe, erscheint der Nullpunkt links unten neben dem Kreis. Um deutlich zu machen, wie er sich berechnet, lege ich ein Quadrat um den Kreis. Eine Form wird immer in ein Rechteck geschlossen. Über die Ausgangsposition des Auftrags lässt sich so die Ausrichtung ändern. Ich wechsle auf die aktuelle Position unter dem Punkt Starten von. Hier lässt sich nun der Laserkopf manuell verstellen und der Startpunkt ergibt sich hier ebenfalls aus der Ausrichtung des zu lesenden Motivs. Ich zeige euch zuletzt für heute noch ein kleines Projekt von mir. Ich habe mir ein paar Bambusbretter gekauft, ein Rechteck für die Außenkante und ein weiteres für die Saftrille des Brettes. Ich deaktiviere die Ausgabe für diese Ebenen und stelle sie auf absolute Koordinaten. Das Motiv ist eine Vorgabe gewesen für eine gute Freundin meiner Mutter. Nach ein paar Tests habe ich mich für eine tiefere Gravur entschieden mit einem doppelten Durchgang. Ausgerichtet habe ich es hier auf meinem magnetischen Lochgitter und ein paar Magneten. Das Rohholz sah jetzt schon recht schön aus. Leichte Brandschlieren und etwas pelzig, würde ich sagen. Ich habe das Holz dann gereinigt und geölt, die Brandschlieren verschwinden und das Holz wird angefeuert. Auf diesem Testbild zeigt sich schön die Tiefe. Es ist frisch geölt und glänzt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen habt, würde ich mich freuen. Wenn ihr mehr sehen mögt, abonniert mich und bis bald, dicke Feuerküsschen, Dragoncut.